Guten Tag an alle. Ich bin Peter und willkommen zurück bei Wow Spoken German. Heute habe ich eine schöne Geschichte für euch. Adele, letzte Woche ist mir etwas Interessantes passiert, als ich vom Supermarkt nach Hause kam. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörer. Oh, erzähl uns bitte, was ist passiert? Ich bin sehr gespannt. Also, ich war im Supermarkt und hatte 2 große Tüten voller Lebensmittel gekauft. Brot, Milch, Käse, Äpfel, Kartoffeln und noch viel mehr. Die Tüten waren wirklich schwer. Als ich aus dem Geschäft kam, sah ich meine Nachbarin, Frau Müller. Sie ist 78 Jahre alt. Oh, Frau Müller, ist das die nette Dame, die im 3. Stock wohnt, die immer so freundlich grüßt? Genau die. Sie stand vor dem Supermarkt und schaute ein bisschen hilflos. Sie hatte auch eine Tasche in der Hand, aber sie wirkte unsicher. Ich ging zu ihr und fragte, Frau Müller, brauchen Sie Hilfe? Und wisst ihr, was sie sagte? Was denn? Erzähl weiter. Sie sagte, Oh Peter, wie gut, dass ich dich sehe. Ich muss so viele Sachen kaufen, aber ich weiß nicht, wie ich alles nach Hause tragen soll. Mein Rücken schmerzt heute und die Treppen sind so steil. Ich hatte sofort Mitleid mit ihr. Stellt euch vor, liebe Zuhörer, 3 Stockwerke ohne Aufzug. Oh nein, das ist wirklich schwierig für eine ältere Person. Was hast du gemacht, Peter? Hast du ihr geholfen? Natürlich. Ich sagte, kein Problem, Frau Müller. Warten Sie hier kurz. Ich bringe erst meine Tüten nach oben und komme dann zurück. Dann helfe ich Ihnen beim Einkaufen und trage alles für Sie nach oben. Sie war so glücklich und dankbar. Das ist so nett von dir, Peter. Und liebe Zuhörer, habt ihr auch schon mal euren Nachbarn geholfen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir würden gerne eure Geschichten hören. Also Peter, wie ging es weiter? Ich bin also schnell nach Hause gelaufen, habe meine Einkäufe in meine Wohnung gebracht und bin dann wieder runter zum Supermarkt gerannt. Frau Müller wartete geduldig auf einer Bank vor dem Geschäft. Sie lächelte, als sie mich sah. Sie muss so erleichtert gewesen sein. Hatte sie eine Einkaufsliste? Ja. Sie holte einen kleinen Zettel aus ihrer Handtasche. Die Liste war sehr ordentlich geschrieben. Sie brauchte Butter, Eier, Mehl, Zucker, Tomaten, Gurken, Joghurt, Käse, Wurst, Marmelade und noch ein paar andere Dinge. Ich sagte, das ist kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne. Wie schön. Und seid ihr dann zusammen in den Supermarkt gegangen? Genau. Wir gingen zusammen rein. Ich nahm einen Einkaufswagen und Frau Müller ging neben mir her. Sie zeigte auf die Sachen, die sie brauchte, und ich legte alles in den Wagen. Dabei haben wir uns nett unterhalten. Sie erzählte mir von ihren Enkeln. Oh, wie süß. Wie viele Enkelkinder hat sie denn? Sie hat 3 Enkelkinder, 2 Jungen und ein Mädchen. Der älteste Junge heißt Lukas und ist 12 Jahre alt. Der jüngere Junge heißt Felix und ist 8 Jahre alt. Das Mädchen heißt Emma und ist 5 Jahre alt. Sie leben leider in München, also weit weg von hier. Das ist aber schade. Sie kann ihre Enkel sicher nicht oft sehen. Das muss schwer für sie sein. Ja, genau. Sie sieht sie nur 2-mal im Jahr. Einmal zu Weihnachten und einmal im Sommer. Aber sie telefoniert oft mit ihnen. Jeden Sonntag ruft sie an und spricht mit allen. Das finde ich sehr schön. Und, liebe Zuhörer, telefoniert ihr auch regelmäßig mit eurer Familie? Das ist sehr wichtig. Absolut. Familie ist so wichtig. Also habt ihr dann alle Sachen von der Liste gefunden? Fast alles. Es gab nur ein kleines Problem. Die Butter, die Frau Müller normalerweise kauft, war ausverkauft. Sie kauft immer die Bio-Butter von einer bestimmten Marke. Ich fragte sie, möchten Sie eine andere Butter nehmen? Oder sollen wir die Butter heute weglassen? Und was hat sie geantwortet? Sie überlegte kurz und sagte dann, ach, nehmen wir eine andere Butter. Hauptsache, sie schmeckt gut. Das fand ich sehr sympathisch. Sie war nicht kompliziert oder wählerisch. Wir nahmen also eine andere Butter und gingen zur Kasse. Gut. Und hat Frau Müller selbst bezahlt? Ja, natürlich. Ich habe nur geholfen, die Sachen zu finden und zu tragen. An der Kasse haben wir alles aufs Band gelegt. Die Kassiererin war sehr freundlich. Sie packte alles sorgfältig in Tüten. Es waren am Ende 3 volle Einkaufstüten. 3 Tüten, das ist wirklich viel. Waren die Tüten sehr schwer? Ja, ziemlich schwer. Besonders die Tüte mit den Getränken. Frau Müller hatte nämlich auch noch 2 Flaschen Apfelsaft und eine Flasche Wasser gekauft. Aber kein Problem für mich. Ich bin stark genug. Haha, natürlich bist du das, Peter. Also, dann seid ihr nach Hause gegangen? Genau.
Wir verließen den Supermarkt und gingen langsam nach Hause. Frau Müller geht nicht mehr so schnell wie früher, also musste ich mein Tempo anpassen. Wir brauchten etwa 10 Minuten für den Weg. Normalerweise brauche ich nur 5 Minuten. Das war sehr rücksichtsvoll von dir. Und dann diese 3 Stockwerke nach oben, oh je. Ja, die Treppen. Das war der schwierigste Teil. Ich nahm 2 Tüten in die eine Hand und eine Tüte in die andere Hand. Frau Müller hatte nur ihre Handtasche. Wir stiegen langsam die Treppen hoch. Nach jedem Stockwerk machten wir eine kleine Pause. Eine Pause nach jedem Stockwerk? Das ist eine gute Idee, besonders für ältere Menschen. Liebe Zuhörer, denkt daran, wenn ihr jemandem helft, habt Geduld. Hektik hilft niemandem. Sehr richtig, Adele. Also, wir machten Pausen und unterhielten uns dabei weiter. Im 2. Stock erzählte mir Frau Müller, dass sie früher Lehrerin war. Sie hat 40 Jahre lang Kinder unterrichtet, Mathematik und Deutsch. Wow, 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. Sie muss Hunderte von Kindern unterrichtet haben. Ja, sie sagte, es waren wahrscheinlich über 1000 Kinder in ihrer ganzen Karriere. Manchmal trifft sie ihre ehemaligen Schüler auf der Straße. Viele sind jetzt selbst schon Eltern oder sogar Großeltern. Das macht sie sehr glücklich. Das kann ich mir vorstellen. Es muss ein schönes Gefühl sein, so viele Leben positiv beeinflusst zu haben. Peter, ich muss sagen, diese Geschichte berührt mein Herz. Und jetzt seid ihr endlich im 3. Stock angekommen? Ja, wir erreichten endlich ihre Wohnungstür. Frau Müller holte ihren Schlüssel aus der Handtasche und öffnete die Tür. Sie bat mich hereinzukommen und die Tüten in die Küche zu stellen. Die Wohnung war sehr gemütlich und ordentlich. Oh, wie schön. Hast du dir die Wohnung angeschaut? Ein bisschen. Die Wohnung hat viele Fotos an den Wänden. Fotos von ihrer Familie, ihren Kindern als Kinder, ihren Enkelkindern, ihrem verstorbenen Mann. Es sah sehr warm und einladend aus. In der Küche roch es nach frischen Blumen. Das klingt wunderschön. Hatte sie Blumen in der Küche? Ja. Auf dem Küchentisch stand eine Vase mit gelben Rosen. Sie sagte, dass Rosen ihre Lieblingsblumen sind. Besonders gelbe Rosen, weil sie so fröhlich aussehen. Ich stellte die 3 Tüten auf die Küchenarbeitsplatte. Und dann? Hat Frau Müller dir gedankt? Oh ja, sie war so dankbar. Sie sagte mehrmals, vielen, vielen Dank, Peter. Du bist so ein netter junger Mann. Ohne dich hätte ich nicht gewusst, was ich tun soll. Das hat mich wirklich gefreut. Es ist so ein gutes Gefühl, jemandem zu helfen. Absolut. Helfen macht glücklich. Und liebe Zuhörer, vergesst nicht, kleine Taten der Freundlichkeit können einen großen Unterschied machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, jemandem zu helfen, tut es. Hat Frau Müller dir noch etwas angeboten, Peter? Ja, sie wollte mir Geld geben. Sie sagte, ich möchte dich für deine Hilfe bezahlen. Aber ich habe natürlich abgelehnt. Ich sagte, nein, Frau Müller, das ist doch selbstverständlich. Nachbarn helfen sich gegenseitig. Das war keine Arbeit, sondern eine Freude. Das ist so eine schöne Einstellung. Du hast das Richtige getan. Nachbarschaftshilfe sollte aus dem Herzen kommen, nicht wegen Geld. Genau. Aber Frau Müller wollte mir unbedingt etwas geben. Also fragte sie, darf ich dir wenigstens eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen anbieten? Ich habe gestern einen Apfelkuchen gebacken. Und wisst ihr was? Ich konnte nicht Nein sagen. Hahaha, natürlich nicht. Selbstgebackener Apfelkuchen. Wer würde da Nein sagen? Also bist du geblieben? Ja, ich blieb für etwa eine halbe Stunde. Frau Müller machte Kaffee und holte den Kuchen aus dem Kühlschrank. Der Kuchen sah fantastisch aus. Schön goldbraun, mit Zimtzucker obendrauf. Wir setzten uns an den Küchentisch. Und wie war der Kuchen? War er lecker? Er war absolut köstlich. Der beste Apfelkuchen, den ich je gegessen habe. Die Äpfel waren süß und saftig, der Teig war perfekt gebacken und der Zimt gab allem einen wunderbaren Geschmack. Ich aß 2 Stücke. 2 Stücke? Du musst wirklich hungrig gewesen sein. Oder der Kuchen war einfach unwiderstehlich. Beides. Ha, ha. Während wir Kaffee tranken und Kuchen aßen, erzählte mir Frau Müller noch mehr Geschichten. Sie sprach über ihre Jugend, über ihre Zeit als Lehrerin, über ihre Hobbys. Es war sehr interessant. Welche Hobbys hat sie denn? Ich bin neugierig. Sie strickt sehr gerne. Sie macht Pullover, Schals, Mützen und Socken für ihre Enkelkinder. Sie schickt ihnen regelmäßig selbstgestrickte Sachen.
Außerdem liest sie gerne Bücher, besonders Kriminalromane. Kriminalromane? Das hätte ich nicht gedacht. Eine 78-jährige Dame, die Krimis liebt. Das ist cool. Und liebe Zuhörer, was sind eure Hobbys? Strickt ihr auch? Oder lest ihr gerne? Schreibt es in die Kommentare. Ja, teilt eure Hobbys mit uns. Also, nach der halben Stunde musste ich leider gehen. Ich hatte noch andere Dinge zu erledigen, aber es war eine sehr schöne Zeit. Frau Müller begleitete mich zur Tür und dankte mir nochmal herzlich. Das ist so eine herzerwärmende Geschichte, Peter. Aber ich muss fragen, ist das eine einmalige Sache gewesen oder hilfst du Frau Müller jetzt regelmäßig? Gute Frage, Adele. Nachdem ich ihr geholfen hatte, dachte ich darüber nach. Frau Müller ist alt und hat niemanden hier in der Stadt, der ihr regelmäßig hilft. Ihre Kinder wohnen weit weg. Also beschloss ich, ihr ein Angebot zu machen. Ein Angebot? Was für ein Angebot? Am nächsten Tag klingelte ich an ihrer Tür. Sie öffnete und war überrascht, mich zu sehen. Ich sagte, Frau Müller, ich hatte eine Idee. Wie wäre es, wenn ich Ihnen jeden Samstag beim Einkaufen helfe? Ich gehe sowieso einkaufen, also ist es kein Problem für mich. Oh, das ist so großzügig von dir. Was hat sie gesagt? Zuerst wollte sie ablehnen. Sie sagte, »Ach Peter, du bist so beschäftigt, ich möchte dich nicht stören.« Aber ich bestand darauf. Ich erklärte ihr, dass es wirklich keine Mühe für mich ist und dass ich gerne helfe. Schließlich stimmte sie zu. Wunderbar. Also hilfst du ihr jetzt jeden Samstag? Ja, jeden Samstag um 10 Uhr morgens treffen wir uns vor dem Haus. Dann gehen wir zusammen zum Supermarkt. Sie macht ihre Einkäufe, ich mache meine Einkäufe und dann trage ich alles nach oben. Es ist zu einer schönen Routine geworden. Das ist fantastisch. Und ich bin sicher, Frau Müller freut sich sehr darauf. Diese regelmäßigen Treffen sind wahrscheinlich auch gut für sie, damit sie nicht so einsam ist. Genau, das habe ich auch bemerkt. Sie wirkt jetzt viel fröhlicher. Sie freut sich immer auf unsere Samstagseinkäufe. Manchmal erzählt sie mir die ganze Woche über, was sie alles kaufen möchte. Sie plant das regelrecht. Das ist so süß. Und ich wette, die Einkäufe dauern jetzt länger, weil ihr viel redet, oder? Haha, ja. Früher brauchte ich 20 Minuten für meinen Einkauf. Jetzt brauchen wir zusammen fast 1 Stunde. Aber das macht nichts. Die Zeit ist gut investiert. Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Manchmal gibt sie mir auch Ratschläge. Ratschläge? Was für Ratschläge? Zum Beispiel beim Kochen. Letzte Woche wollte ich Gulasch kochen, aber ich wusste nicht genau, welches Fleisch ich nehmen sollte. Frau Müller erklärte mir ganz genau, welches Fleisch am besten ist und wie ich es zubereiten soll. Und das Gulasch war perfekt. Hahaha, das ist großartig. Du hilfst ihr beim Einkaufen und sie hilft dir beim Kochen. Das ist ein fairer Tausch. Liebe Zuhörer, seht ihr? Wenn wir einander helfen, profitieren alle. Das ist das Schöne an Gemeinschaft. Absolut. Und es geht nicht nur ums Einkaufen. Manchmal helfe ich ihr auch bei anderen Dingen. Letzte Woche hat sie mich gefragt, ob ich ihr helfen kann, einen neuen Fernsehsender einzustellen. Die Fernbedienung war zu kompliziert für sie. Oh ja, moderne Fernbedienungen können sehr verwirrend sein. Besonders für ältere Menschen. Konntest du ihr helfen? Ja. Ich ging zu ihr hoch und stellte alles ein. Es dauerte nur 10 Minuten. Sie war so erleichtert und glücklich. Sie sagte, diese ganze Technik ist so kompliziert geworden. Früher hatte man einen Knopf und fertig. Jetzt gibt es 100 Knöpfe. Hahaha, das stimmt. Die Technik wird immer komplizierter. Gut, dass du ihr helfen konntest. Gibt es noch andere Situationen, in denen du ihr geholfen hast? Ja. Vor 2 Wochen hat sie mich gefragt, ob ich ihr helfen kann, eine E-Mail zu schreiben. Ihr Enkel hatte Geburtstag und sie wollte ihm gratulieren. Sie hat einen Computer, aber sie ist nicht sehr sicher im Umgang damit. Oh, das ist eine häufige Herausforderung für die ältere Generation. Computer und Internet sind nicht einfach, wenn man damit nicht aufgewachsen ist. Hast du ihr geholfen, die E-Mail zu schreiben? Natürlich. Ich ging zu ihr, setzte mich mit ihr an den Computer und wir schrieben zusammen die E-Mail. Sie diktierte, was sie schreiben wollte, und ich tippte es ein. Sie schrieb sehr liebe Worte an ihren Enkel. Es war eine sehr süße Nachricht. Das ist wunderschön. Und ich bin sicher, ihr Enkel hat sich sehr darüber gefreut. Peter, deine Geschichte zeigt uns allen, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein und unseren Mitmenschen zu helfen. Ja, und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich habe nicht nur Frau Müller geholfen. Durch diese Erfahrung habe ich selbst so viel gelernt und gewonnen. Ich habe eine neue Freundin gefunden. Ja,
eine Freundin. Alter spielt keine Rolle bei Freundschaft. Das ist so wahr. Freundschaft kennt keine Altersgrenzen. Und liebe Zuhörer, habt ihr vielleicht auch ältere Freunde? Oder habt ihr schon mal eine unerwartete Freundschaft geschlossen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Genau, wir würden eure Geschichten gerne hören. Also, zurück zu meiner Geschichte. Seit ich Frau Müller regelmäßig helfe, habe ich auch andere Nachbarn kennengelernt. Im Treppenhaus spreche ich jetzt öfter mit Leuten. Vorher bin ich immer schnell vorbeigelaufen. Interessant. Das zeigt, dass eine gute Tat eine Kettenreaktion auslösen kann. Wenn wir freundlich sind, werden andere auch freundlicher. Kennst du jetzt mehr Nachbarn? Ja, im 2. Stock wohnt ein junges Paar mit einem Baby. Die beiden haben mitbekommen, wie ich Frau Müller helfe. Letzte Woche haben sie mich angesprochen und gefragt, ob ich ihnen auch mal helfen könnte, einen schweren Schrank zu tragen. Natürlich habe ich ja gesagt. Natürlich. Du bist ja ein Hilfsexperte geworden. Haha. Und wie war das mit dem Schrank? Der Schrank war wirklich schwer. Aber zusammen mit dem Mann haben wir es geschafft. Seine Frau war sehr dankbar. Sie bot uns danach selbstgemachte Cookies an. Sie ist eine ausgezeichnete Bäckerin. Siehst du? Wieder hast du etwas Leckeres bekommen. Haha. Helfen lohnt sich also auch kulinarisch. Aber im Ernst, Peter, deine Geschichte ist wirklich inspirierend. Danke, Adele. Aber ich muss ehrlich sagen, ich tue das nicht wegen der Belohnungen. Ich tue es, weil es sich richtig anfühlt. Wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich, dass ich jemandem den Tag ein bisschen leichter gemacht habe. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist eine wunderschöne Einstellung. Und das sollten wir alle versuchen. Jeden Tag eine kleine gute Tat. Liebe Zuhörer, überlegt euch. Was könnt ihr heute tun, um jemandem zu helfen? Vielleicht einem Nachbarn, einem Familienmitglied, einem Fremden auf der Straße? Genau. Es muss nicht immer etwas Großes sein. Manchmal reicht ein Lächeln, ein freundliches Wort oder eine kleine Geste. Jede Freundlichkeit zählt. Absolut richtig. Peter, ich muss noch eine Frage stellen. Hat sich durch diese Erfahrung mit Frau Müller dein Leben verändert? Oh ja, definitiv. Ich bin jetzt viel aufmerksamer geworden. Ich achte mehr auf die Menschen um mich herum. Wenn ich jemanden sehe, der Hilfe brauchen könnte, zögere ich nicht mehr. Ich gehe direkt hin und biete meine Hilfe an. Das ist fantastisch. Du bist ein Vorbild für uns alle. Und ich hoffe, unsere Zuhörer nehmen sich ein Beispiel an dir. Liebe Zuhörer, vergesst nicht, wir alle leben in einer Gemeinschaft. Wenn wir aufeinander achten und uns gegenseitig helfen, wird die Welt ein besserer Ort. Sehr schön gesagt, Adele. Und noch etwas. Manchmal denken wir, dass wir keine Zeit haben, um anderen zu helfen. Aber in Wirklichkeit kostet es oft nur ein paar Minuten. Diese paar Minuten können aber für jemand anderen den ganzen Tag verändern. So wahr. Zeit ist relativ. Was für uns ein paar Minuten sind, kann für jemand anderen von unschätzbarem Wert sein. Peter, gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ja. Ich möchte allen sagen, schaut nicht weg, wenn ihr seht, dass jemand Hilfe braucht. Seid mutig und sprecht die Person an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person Nein sagt. Aber meistens werden die Menschen sehr dankbar sein. Excellent advice. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Selbsthilfe braucht, schämt euch nicht danach zu fragen. Es ist keine Schwäche, um Hilfe zu bitten, es ist menschlich. Wir alle brauchen manchmal Unterstützung. Genau. Frau Müller hat mir übrigens letzte Woche gesagt, dass sie anfangs gezögert hat, mich um Hilfe zu bitten. Sie wollte niemandem zur Last fallen. Aber jetzt ist sie so froh, dass sie es getan hat. Unsere Freundschaft bereichert ihr Leben. Und auch dein Leben, Peter. Das sieht man deutlich. Du strahlst, wenn du über sie sprichst. Das ist echte Freundschaft. Ja. Und wisst ihr was? Nächste Woche feiert Frau Müller ihren 79. Geburtstag. Ich plane eine kleine Überraschung für sie. Aber ich werde nicht verraten, was es ist. Vielleicht erzähle ich euch in einem zukünftigen Podcast davon. Oh, wie spannend. Das wird sicher wunderschön. Ich bin schon neugierig. Liebe Zuhörer, bleibt dran, um zu erfahren, was Peter für Frau Müllers Geburtstag plant. Haha, ja, ihr müsst nächstes Mal wieder einschalten. Aber jetzt zurück zu unserem heutigen Thema. Ich möchte noch etwas Wichtiges sagen. In Deutschland haben wir eine lange Tradition der Nachbarschaftshilfe. Das nennt man Gemeinschaftsgefühl. Das stimmt.
In vielen Kulturen ist Nachbarschaftshilfe sehr wichtig. Es zeigt Respekt, Fürsorge und Solidarität. Und liebe Zuhörer aus anderen Ländern, wie ist das bei euch? Ist Nachbarschaftshilfe auch wichtig in eurer Kultur? Schreibt es in die Kommentare. Ja, bitte teilt eure Erfahrungen mit uns. Wir lernen gerne über verschiedene Kulturen. Also, Adele, ich denke, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Aber bevor wir enden, Peter, fassen wir nochmal zusammen. Was ist die wichtigste Lektion aus deiner Geschichte? Die wichtigste Lektion ist, achtet auf eure Mitmenschen. Seid freundlich und hilfsbereit. Kleine Taten der Güte können einen großen Unterschied machen. Und denkt daran. Wenn ihr anderen helft, helft ihr auch euch selbst. Ihr fühlt euch gut, ihr macht neue Freunde und ihr macht die Welt ein bisschen besser. Perfekt gesagt. Und liebe Zuhörer, denkt daran, ihr könnt heute noch anfangen. Schaut euch um. Gibt es jemanden in eurer Umgebung, der eure Hilfe gebrauchen könnte? Ein Nachbar? Ein Kollege? Ein Familienmitglied? Bietet eure Hilfe an. Ihr werdet sehen, wie gut sich das anfühlt. Genau. Und noch etwas. Helfen muss nicht kompliziert sein. Es kann einfach sein. Die Tür aufhalten, jemandem beim Tragen helfen, ein freundliches Gespräch führen oder einfach nur zuhören. Manchmal brauchen Menschen einfach nur jemanden, der ihnen zuhört. So wahr. Zuhören ist eine unterschätzte Form der Hilfe. Manchmal hilft es mehr als alles andere. Also, liebe Zuhörer, wir hoffen, ihr habt heute etwas gelernt. Nicht nur neue deutsche Wörter und Sätze, sondern auch eine wichtige Lebenslektion. Ja, und denkt daran, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, teilt diese Folge mit euren Freunden, die auch Deutsch lernen und schreibt in die Kommentare. Wir lesen alle Kommentare und freuen uns über eure Nachrichten. Absolut. Eure Kommentare motivieren uns, weiterhin großartige Inhalte für euch zu erstellen. Und habt ihr Themenvorschläge für zukünftige Folgen? Schreibt sie uns. Wir vielleicht berücksichtigen gerne eure Wünsche. Ja, wir sind hier für euch. Wow Spoken German ist eure Plattform zum Deutschlernen. Wir wollen, dass ihr erfolgreich seid. Also nutzt alle unsere Ressourcen. Hört unsere Podcasts, übt die Dialoge nach und habt keine Angst, Fehler zu machen. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Jeder Fehler bringt euch näher zur Perfektion. Also macht weiter, übt fleißig und glaubt an euch. Sehr motivierend, Adele. Also, liebe Zuhörer, wir verabschieden uns jetzt. Aber vorher noch eine letzte Erinnerung. Seid nett zueinander, helft einander, macht die Welt zu einem besseren Ort. Wunderbar. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon darauf, wieder mit euch zu sprechen. Macht es gut und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen, tschüss und vergesst nicht, jeden Tag eine gute Tat. Bis bald. Oh, warte, Peter. Bevor wir wirklich enden, möchte ich noch etwas wissen. Du hast erwähnt, dass du jetzt mehr Nachbarn kennst. Erzähl uns doch noch ein bisschen mehr darüber. Wie hat sich die Atmosphäre in eurem Haus verändert? Oh ja, gerne. Das ist tatsächlich sehr interessant. Weißt du, Adele, früher war unser Wohnhaus sehr anonym. Die Leute kamen und gingen, aber niemand sprach wirklich miteinander. Jeder lebte in seiner eigenen Welt. Das Treppenhaus war immer still. Das kenne ich. In vielen modernen Wohnhäusern ist es leider so. Die Menschen leben Tür an Tür, aber kennen sich nicht. Das ist schade. Aber bei euch hat sich das geändert? Ja, komplett. Nachdem die anderen Nachbarn gesehen haben, wie ich Frau Müller helfe, haben sie angefangen, auch freundlicher zu sein. Jetzt grüßen sich alle im Treppenhaus. Manche bleiben sogar stehen und unterhalten sich kurz. Das ist so schön. Das ist wunderbar. Deine gute Tat hat also eine positive Veränderung im ganzen Haus bewirkt. Das zeigt wieder, ein einzelner Mensch kann wirklich einen Unterschied machen. Erzähl uns mehr über die anderen Nachbarn. Also, im ersten Stock wohnt Herr Schmidt. Er ist Anfang 60 und arbeitet noch als Ingenieur. Er ist ein sehr intelligenter und interessanter Mann. Früher haben wir uns nur kurz gegrüßt, aber jetzt unterhalten wir uns manchmal länger. Worüber redet ihr denn? Über alles Mögliche. Letzte Woche haben wir über Autos gesprochen. Er kennt sich sehr gut mit Motoren aus. Er hat mir erklärt, wie ich mein Auto besser pflegen kann. Das war sehr hilfreich. Er sagte, ich sollte das Öl alle 15.000 Kilometer wechseln. Das ist ein guter Tipp. Seht ihr, liebe Zuhörer?
Wenn wir mit unseren Nachbarn sprechen, können wir so viel lernen. Jeder hat besonderes Wissen und Fähigkeiten. Gibt es noch andere interessante Nachbarn, Peter? Ja, im ersten Stock wohnt auch Frau Weber. Sie ist etwa 50 Jahre alt und arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus. Sie hat oft Nachtschichten. Deshalb sieht man sie tagsüber manchmal schlafen. Sie ist sehr nett. Eine Krankenschwester. Das ist ein sehr wichtiger und schwieriger Beruf. Habt ihr schon miteinander gesprochen? Ja, vor ein paar Tagen habe ich sie im Treppenhaus getroffen. Sie sah sehr müde aus. Ich fragte, hatten Sie eine lange Schicht? Sie lächelte und sagte, ja, 12 Stunden, aber es geht mir gut. Dann erzählte sie mir ein bisschen über ihre Arbeit. Das muss anstrengend sein. 12 Stunden Arbeit. Und dann noch im Krankenhaus, wo man immer aufmerksam sein muss. Hat sie dir interessante Geschichten erzählt? Ja. Sie erzählte, dass sie letzte Woche einem älteren Mann geholfen hat, der gestürzt war. Sie war gerade auf dem Weg zur Arbeit und sah, wie er auf dem Gehweg lag. Sie half ihm sofort. Sie blieb bei ihm, bis der Krankenwagen kam. Was für eine heldenhafte Tat. Auch außerhalb ihrer Arbeit hilft sie Menschen. Das ist bewundernswert. Seht ihr, liebe Zuhörer? Es gibt überall Helden. Manchmal sind es unsere eigenen Nachbarn. Genau. Und im zweiten Stock, das habe ich schon erwähnt, wohnt das junge Paar mit dem Baby. Sie heißen Lisa und Tom. Das Baby heißt Mia und ist erst 6 Monate alt. Sie ist so süß. Oh, ein Baby, wie schön. 6 Monate ist ein wunderbares Alter. Hast du Mia schon gesehen? Ja, letzte Woche habe ich sie im Treppenhaus getroffen. Lisa hatte Mia im Kinderwagen. Mia hat so süß gelacht. Sie hat große blaue Augen und blonde Haare. Wirklich bezaubernd. Lisa erzählte mir, dass Mia anfängt zu krabbeln. Wie niedlich. Die ersten Monate mit einem Baby sind so besonders, aber auch sehr anstrengend. Schlafen Lisa und Tom überhaupt genug? Haha, gute Frage. Lisa sagte, dass die Nächte manchmal schwierig sind. Mia wacht oft auf und weint. Aber sie lieben ihre Tochter über alles und sind sehr glücklich. Tom arbeitet von zu Hause aus, also kann er Lisa tagsüber helfen. Das ist gut. Teamwork ist bei einem Baby sehr wichtig. Und es ist schön, dass Tom flexibel arbeiten kann. Das ist ein großer Vorteil. Hat Lisa dir erzählt, was sie beruflich macht? Ja, sie ist Grafikdesignerin, aber momentan ist sie in Elternzeit und kümmert sich um Mia. In ein paar Monaten will sie langsam wieder anfangen zu arbeiten, aber nur Teilzeit. Sie will mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Das ist eine gute Entscheidung. Die ersten Jahre mit einem Kind sind so wichtig. Es ist schön, dass sie diese Option hat. Und liebe Zuhörer aus anderen Ländern, wie ist das bei euch mit Elternzeit? Gibt es das in eurem Land? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das interessiert uns wirklich. Jedes Land hat andere Regelungen. In Deutschland haben Eltern Anspruch auf Elternzeit und Elterngeld. Das ist sehr gut. Aber zurück zu meinen Nachbarn. Im zweiten Stock wohnt auch noch ein Student namens Lukas. Ein Student, wie alt ist er? Er ist 22 Jahre alt und studiert Informatik an der Universität. Er ist sehr intelligent und ehrgeizig. Er sitzt oft am Computer und programmiert, manchmal bis spät in die Nacht. Ich höre seine Tastatur klappern, wenn ich abends nach Hause komme. Haha, das klingt nach einem fleißigen Studenten. Habt ihr schon miteinander gesprochen? Ja. Neulich brauchte ich Hilfe mit meinem Computer. Ich hatte ein Problem mit meinem Internet. Ich klingelte bei Lukas und fragte, kannst du mir vielleicht helfen? Ich kenne mich nicht so gut mit Computern aus. Er sagte sofort ja. Wie nett. Und konnte er das Problem lösen? Ja, es dauerte nur 10 Minuten. Er kam zu mir, schaute sich meinen Router an, änderte ein paar Einstellungen und alles funktionierte wieder perfekt. Ich war so erleichtert. Ich wollte ihm Geld geben, aber er lehnte ab. Seht ihr? Wieder ein Beispiel für Nachbarschaftshilfe. Lukas hat dir geholfen, genau wie du Frau Müller hilfst. Das ist ein perfekter Kreislauf der Freundlichkeit. Hast du ihm irgendwie gedankt? Ja, ich bot ihm an, für ihn zu kochen. Ich sagte, du studierst und hast sicher nicht immer Zeit zum Kochen. Komm doch nächste Woche zum Abendessen. Er freute sich sehr über die Einladung und sagte ja. Das ist eine tolle Idee. Essen verbindet Menschen. Was hast du für ihn gekocht? Ich kochte Spaghetti Bolognese. Das ist nicht zu kompliziert, aber sehr lecker. Dazu machte ich einen frischen Salat und Knoblauchbrot. Lukas war begeistert. Er sagte, es sei das beste Essen, das er seit Wochen gegessen habe.
Haha, Studenten essen oft nicht sehr gut. Zu viel Instant-Nudeln und Fastfood. Dein selbstgekochtes Essen muss ein Fest für ihn gewesen sein. Habt ihr euch während des Essens unterhalten? Ja, viel. Er erzählte mir von seinem Studium, von seinen Projekten, von seinen Plänen für die Zukunft. Er möchte nach dem Studium eine eigene Softwarefirma gründen. Er hat große Träume und viel Energie. Ich war sehr beeindruckt. Das ist ambitioniert. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Und es ist schön, dass ihr euch besser kennengelernt habt. Das zeigt wieder, ein gemeinsames Essen schafft Verbindungen. Gibt es noch andere Nachbarn, von denen du uns erzählen möchtest? Ja, im 4. Stock wohnt eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter. Sie heißt Sandra und ihre Tochter heißt Emma. Emma ist 8 Jahre alt und geht in die 3. Klasse. Sie ist ein aufgewecktes und fröhliches Mädchen.